So, das Spiel hat sich aufgehangen vorher. Deshalb muss ich es neu starten. Ja, ich liebe Perlen. Who are you? My name is Gines de Orduña, and I belong to the Order of Minor Monks of St. Francis. You're satisfied? No, not yet. Do you really think that I'm the devil's son? Something devilish shines inside you indeed. We'll have time to check that. Come here, I beg you. I haven't saved your life. I've granted you a new one, and I beg you, make good use of it. I'm sorry. I think I owe you an apology, don't I? Your only duty is to mount that horse right now, or all three of us will perish. Mike Reeves präsentiert ein Adventure von Pendulo Studios. Yesterday, Origin. Das Licht zeigt eine neue Nachricht an. Diese Nachricht dient. Das ist die Videobotschaft, die du dir selbst Tag für Tag schickst. My name is John Yesterday. Yours too. Look at your left hand. If you have a scar like this one, then you've lost your memory, so let me bring you up to date. You are more than 500 years old. In 1501, the priest Gines de Orduña made you go through an alchemic transmutation, which makes you come back to life again each time you die. But when you resurrect, your body returns to the age and state that it was in when you first died, but you lose your memory. Thus, the email and this video. 3 years ago, your girlfriend Pauline was transmuted too. When she dies, she comes back to life just like you, but with an advantage. She doesn't lose her memory. Look for her. Start here. In the meantime, if you want to know more about your past, visit this page. Okay. Lala. Na, hallo. John? Yes. Are you awake? No. Du bist dran, Pauline. Jetzt standen wir Pauline. Ah, hat sie auch so eine oder ist das ein Tattoo? Ich glaube, das ist nur ein Tattoo auf dem Rücken. Ich dachte, das sei vielleicht das gleiche Symbol, wie er auf der Hand hat. So, okay. Also, das ist Pauline. John Yesterday. Again? Manch einer mag das als extrem bezeichnen. Du hast beschlossen, dieses Leben nicht mit diesen Falten fortzusetzen. Entschuldigung für den Lärm, meine Katze ist gleich in das Mikrofon gesprungen. Und hier. Ein sehr guter Haartrockner, doch der andere ist kleiner und ideal für Reisen. Sehr lange Reisen. So, dieser Haartrockner. Und dann
Irgendwelche Pflegeprodukte. Funktioniert nicht mehr, seit du das Innenleben verändert hast. Okay. Eine Waffe. Hairspray. Du schraubst den unteren Teil der Sprühdose ab und... Okay, die hat hier alles versteckt, ne? Was ist das? Psst, Ruhe, John darf das nicht. John darf dich nicht hören. Das sind Schalldämpfer. Mädchen. Eternité. Kollagen enriched Anti-Aging Cream. Ach so, das obere war Englisch und das untere ist Französisch. Kollagen enriched Anti-Aging Cream, okay. Eine Kugel. Mädchen, Mädchen, was hast du vor? Du hast das Ding online gekauft bei einer dieser Händler, an die man als normaler User gar nicht herankommt. Ein Schalldämpfer, sehr nützlich und sehr schwer zu beschaffen. Wenn eine Kugel in den Schädel eindringt, spürt man einen kurzen, intensiven Schmerz, was nur normal ist. Zu schade, dass die meisten Selbstmörder davon nichts mehr erzählen können. Die gleichen Falten tauchen jedes Jahr wieder auf. Doch du weißt genau, wie du die wieder los wirst. Ja, ich ahne was. Ja, gehört halt dazu zum Älterwerden. Du hast dich noch nie für Äußerlichkeiten interessiert. Im Gegenteil. Doch in letzter Zeit geht dir schon das kleinste Fältchen auf den Geist. Wenn man 17 ist, haben die einen schon zweimal die Fresse poliert. Selbst Paris hat seine Jugendbanden. Nicht zu fassen, dass du keine Narbe hast. John betrachtet deinen Körper als Kinderfabrik. Doch du gibst nicht nach. Wenn du schwanger und damit auch schwerfällig werden würdest, wer würde sich dann um John kümmern? Fotos. Du hast dieses Porträt genauso, wie du John liebst. Und so sehr, wie du John dafür hast, dass er es dort platziert hat. Ist doch er, oder? Älter. Morgen, Papa, bist es gut. Oh. Johnny! Nur für den Fall, dass er Falten bekommt, hast du ihm schon gesagt, dass er welche hat und fantastisch damit aussieht. Nur wenige Sachen sind so fest wie Johns Hand, doch gleichzeitig ist er auch so schwach. I heard you moving in your sleep. Nightmares? Yeah, sort of, I guess. Honestly, no. No, I'm sure they're not dreams. But my actual past lives... At least you're recovering your memory. Yeah, right. But the bad news is that it's always the same piece of memory. As if I were blocked at a specific point. Your friend the sacrilegious pig again, huh? Yep. Would you please stop dreaming about hogs while sleeping with me?
But I'm hog wild about you, dear. Something new about the coin? No. I think the events in my dream all happened before everything related to the coin and the transmutation. Is Boris coming to work today? Yeah, at noon. You told him to clean the van before he comes. Oops. Forgot. You think you're the only one who can have amnesia? Ha ha ha. That's not fair. Are you gonna take a shower? Nope. Took one last night before bed. Good. Because I need to use the shower again. Die Dusche ist. Wo ist sie? Hier. So. Es gibt Leute, die würden für eine solche Dusche töten. Haha, sehr witzig. Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Du beschließt, dass du in der Dusche deine Falten loswerden willst. Jetzt brauchst du nur noch das richtige Werkzeug. Das? An die Falten kleben? Nein. Oh je. Perfekt, dann sag mal deinen Falten Tschüss, Pauline. Das Problem ist bloß, dass du zu viel Lärm machen würdest. John kann dich nicht hören. Du probierst es gerade mit einer ungeladenen Waffe, Dummchen. Ja, ja. Achso, ist erst raus? Pauline. Schreiben wir das mal drauf. Wichtiges Zubehör, das laufende Wasser wird das Geräusch etwas dämpfen, doch John wird es trotzdem hören. Ja, jetzt nicht mehr. Dann noch die Kugel. Ach Gott. Das ist schon crazy. Eine einzige Kugel mehr brauchst du nicht. Na gut, gewisse Leute tun sich ja heutzutage fast alles an. Legen sich 10-mal unter das Messer, um jünger auszusehen. Und so. Und sie hat halt ihre Möglichkeit. Okay, dann mal los. Ja, Waffe. Perfekt, dann sag mal deinen Falten Tschüss, Pauline. Hoffen wir mal, es hat funktioniert. Also, dass sie wieder aufsteht. John, du bist dran. Ein Geschenk von Boris, deinem einzigen Freund aus der Zeit, bevor du John Yesterday wurdest. Du in einem längst vergangenen Leben, in dem du deinen Freund Boris trafst. Damals hast du dich als du dich Joke nanntest, okay? Paulines Vater, er wurde vor 4 Jahren ermordet. Das Tagebuch, dem Paulines Vater seine Erkenntnisse über den Orden des Fleisches und dessen Gründe Pièce de Duna anvertraut hat.
Happy birthday, boss! Boris, today's not my birthday. Come down quick! I'm double parked. Warum besteht John nur darauf, mit diesen Irren zu arbeiten? Come on! I gotta tell you something. You're never going to believe it. Okay, you convinced me. Thanks, John. I'll take pictures of the sculpture and look for its documents. And me? John, you Google that collector just in case. Victoria Baxter, right? Yes, and me? Maybe we could give her a little gift to make a good impression. Well, as long as you take care of it. And me? You'll come to Baxter's house with me. If what you say is true, and tomorrow she's leaving on a trip, we must be quick. But now park that van. You're breaking the law. Yeah, no more tickets, Boris. Happy birthday. Happy Birthday. Das ist süß. Dein Atelier. Du könntest dein ganzes Leben hier verbringen. Objekte restaurieren, Musik hören, die Welt vergessen. Okay, also. Fangen wir mal hier an. Vor 2 Tagen hat nachts deine Freundin aus Amsterdam angerufen. Hey, Rat, I need you to find me a painting just like this one. Mediocre or bad quality. Anonymous painter. Painted in the 1880s in the Netherlands. In its original frame. I'll come to Paris personally to pick it up in 2 days. Don't tell John or anybody else, okay, Rat? Dieses Zielleben erfüllt ihre Anforderungen perfekt. Okay. I'll pay you a lot for that painting when I close a deal. But I'll give you a little present in advance. Tomorrow you'll receive a parcel from me. A set of micro cameras with mics. Incredibly small. There for you to set up a little security system in your shop. You have things I'm interested in and I don't want to see you get robbed. Und das ist nett von dir. Nicht die beste Fotografenausrüstung der Welt, aber sie reicht. Dein Vater hat diese geschnitzte Skulptur zum Spottpreis bekommen, weil sie stark mitgenommen war. Doch er hat sie hervorragend restauriert. Der geschlossene Mund formt den Unlaut, Symbol für den Tod aller Dinge. Deswegen hat dieser Nio, ein Beschützer Buddhas, den Spitznamen Unyo. Die Hand verwehrt den Durchgang, deswegen wurde diese Statue an einem besonderen Zugang zum Tempel postiert. Soweit du weißt, basieren die Street Fighter Charaktere Guken und Akuma, dein persönlicher Favorit, aus diesem Nio. Doch bei dem Kragen hat die künstlerische Freiheit gesiegt. Die Brustwarzen sind so riesig, dass Facebooks Algorithmus sie zensieren würde. Doch da weder du noch Le Tout Petit einen Account beim Netzwerk der Netzwerke haben, wirst das wohl niemals herausfinden. Der nach unten weisende Stab symbolisiert latente Stärke. Wenn du dich recht entsinnst, gehört der Sockel ursprünglich nicht zu dieser Statue. Den hat dein Vater dort aufgestellt. Okay. Ein gefallener Engel erinnert dich an Johns Albtraum, der Sohn des Teufels. Ha! Eine Gipskopie der Büste der Nofrete, auch bekannt als Mona Lisa von Armana.
Du weißt auch, dass du sie zusammen mit deinem Vater modelliert hast. Joke, der damals noch einigermaßen bei Verstand war, meinte, du seist der nächste Michelangelo. Wenn nur dein Vater hier sein könnte, um zu sehen, wie gut es dir geht und wie glücklich du mit John bist. Denn du bist doch glücklich, oder? Du nimmst den besseren, neuesten Pinsel. Ideal für schnell trocknende Tinte. Die beste Tinte zum Malen auf Gummi und Holz. Die schlechte Nachricht ist, dass sie lange zum Trocknen braucht. Aber dafür haben wir ja den Spray da aufgenommen. Du hast anhand von Johns Erinnerungen ein 3D-Modell der Münzen angefertigt. Er sagt, du hast das zu 100% hingekriegt. Was keiner weiß, mit 15 hast du einem bei einer Straßenschlägerei mit genau so einem Hammer die Kniescheibe zertrümmert. Au. Okay, der Besitzer des Knie weiß das natürlich. Ja. Hier ist noch was. Du hast dann... nee, das hatten wir schon. Okay, sonst haben wir hier alles. Nee, da nicht. Die letzte Antiquität, die dein Vater gekauft hat. Eine Truhe, die vom französischen Königshaus im 17. Jahrhundert verwendet wurde. Du könntest sie verkaufen und einen Großteil deiner Schulden begleichen. Aber nein, das kannst du einfach nicht. Gucken wir mal, was hier drin ist. Der Bolzen sitzt so fest, dass du ihn nicht bewegen kannst. Wie viel Zeit ist vergangen, seit du das letzte Mal diese Truhe geöffnet hast? Mit dem Hammer aufschlagen? Klar, du könntest sie mit diesem Hammer öffnen, doch dabei würde auch der Bolzen beschädigt. Du könntest stattdessen den Nylonhammer benutzen, doch wo hast du den nur gelassen? Okay, also ich brauche einen Nylonhammer. Hier war ja nichts. Eine Fräte. Hier befindet sich kein Hammer mehr. Da waren die 2 Statuen. Gehen wir mal raus. Okay, wir können mal mit Boris quatschen. Dir ist klar, wie viel er John bedeutet. Aber mit ihm zu arbeiten ist einfach zu viel des Guten. Du hast ihm dieses Tuch zum Geburtstag geschenkt, weil du es eh wegschmeißen wolltest. Jetzt trägt er das voller Stolz. Ach, das ist doch süß. Mit Totenköpfchen drauf. CCCP. Er hat das gleiche T-Shirt in verschiedenen Farben, selbst eins in Blau, Rot und Weiß, mit Sternenstreifen und den Akronym CCCP für die UdSSR. Okay, warum habt ihr solche Shirts? Boris! Hey, boss. John told you to park the van. Yes, Are you doing it? that's something I'm debating with him. You'll pay the fine next time, okay? Seems fair, boss. Did you take the van to the repair shop? You told me to go today, but the Baxter thing is more important, isn't it? Yes, but I'll take that as a thanks, Boris. Happy birthday. Happy birthday. are you sure you got it right? You sure she's interested in the Neo sculpture? She said she had a soft spot for Japanese carvings, and as far as I know, ours is a marvel, isn't it? Ours? Yours. I can't find the nylon hammer. I have it. Why? None of your business. You want it? Give it to me. Sure, boss. Der ist so geil, echt. Der Boris. Nee, hier ist er. Happy birthday.
I want you to stop calling John Choke. Okay. But his name is Choke. 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 Choke, 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 choke. Stop it, Boris. Okay. End of argument. Choke. Oh, ich mag ihn. Was hat es sonst noch in seinem Van? Oh, ja. Heute ist das erste Mal, dass du seit dem Unfall in deinen Van steigst. Ist kein Trauma, aber wenn sich's vermeiden lässt. Okay, sie hatte wohl einen Unfall. Rue Fontaine. Du kannst dir gut vorstellen, dass sie nach der Figur aus Les Miserables benannt ist. Als Kind hast du den geliebt. Okay, das Musical Les Miserables. Le Tout Petit. Antiquité. Matériaux anciens. 1959. Die Treppe führt zur Straße vorne, wo auch der Haupteingang des Antiquitätenladens ist. Okay, das ist also ihr Antiquitätenladen. Also von ihr und dem Vater, wo ich auch jetzt schon mitarbeitet. Okay, dann werden wir mal die Kiste öffnen. Gucken, was da drin ist. Ja, das kennen wir schon. Und tschack. Simsalabim. Okay, ein Buch. Eines der Bücher, von dem dein Vater wegen Choke wie besessen war. Er fertigte sogar eine 2 Meter hohe Rekonstruktion des Kreuzes auf dem Titel an. Okay. Als John dir diese Kamera geschenkt hat, hast du so getan, als seist du wütend. Sie war viel zu teuer. Das heißt, was heißt das denn? Sie war viel zu teuer und sie hat so getan, als sei sie wütend. Die Lupe eines Antiquitätenexperten. Groß, aber ideal, wenn Genauigkeit gefragt ist. Jetzt haben wir 2 neue Sachen. Okay, das kann ich nicht mitnehmen. So. Foto. John hat dir das zu deinem letzten Geburtstag geschenkt, doch du hast gesagt, dass es viel zu teuer ist. Also heißt, sie hat sich gefreut. Insgeheim und so getan, als sei sie entrüstet. Okay, Frauen. Der SD-Karten-Slot, bereit für den Einsatz. Okay, sonst kann man hier nichts machen. Dann die Lupe. Die Lupe deines Papas für Detailarbeiten. Ah, das sieht aus wie ein Männchen, das sieht irgendwie aus wie Wally. Keine Ahnung, warum der mich an ihn erinnert. Okay, dann gehen wir sonst, hoppla, mal noch in die Garage, oder was war da? Wir haben hier alles angeschaut. Hier können wir noch reingehen. John, John! you already know what gift to give the collector? No, not yet. But I'll get an idea from the info I Googled about her. I can't stand him calling you Choke. Why can't he get used to your real name? Because Choke was, the first good thing that happened to him after he lost his son and he went mad. Give him some time. We've talked about this a lot of times. He's a bad worker, he costs us money, and we don't need him anyway. I won't leave him again, Pauline. I promised him I'd take him out of the madhouse, and I did it. But now if I leave him in the street, what'll become of him? You should see how he treats me when you're not around. I don't know, maybe he's jealous. Jealous? He only has me. Du beißt dir auf die Zunge, du verlässt dich weder auf John. Du verlässt dich weder auf John noch irgendjemand anderen. Doch du hast auch sonst keinen. He says, happy birthday, more and more. He's getting worse. I wouldn't say that. I find him more centered. I mean, it's been months since he phoned the police to ask them about his son. Yeah, now he just looks for him on Facebook.
Ach, Are you sure that Baxter is interested in the Neo? I know you're fond of the sculpture, but I think of it as a chess pawn. We lose it to save the shop. And of course she'll like it. According to Boris, she loves Japanese carved sculptures, and she won't find anything as good as our Nyo. I guess you're right. But there's less and less of my father here. ja. You look strange today. Is it because of the nightmare? No. Yes. I don't know. It's like my memories are trying to tell me something. But what? If things go well, maybe we can take a real holiday. Very far away. Oh, I thought you wanted to visit Lemur and Weasel again. Da irrt sich John, du willst das gar nicht. Ihr wart auf dem Weg zurück aus Amsterdam, wo ihr Freunde besucht hattet. John fuhr den Wagen, als ihm plötzlich eine seiner Erinnerungen für einige Sekunden unaufmerksam werden ließ. Er verlor die Kontrolle über den Wagen. Er kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er hatte das Bewusstsein verloren, als du ihn gerade noch aus dem Wrack ziehen konntest. Er hätte tot sein können. Wer wäre er dann jetzt? Ja, also der Vorteil von ihr, dass wenn sie stirbt, ist ja, dass sie die Erinnerung nicht verliert. Er schon. Und dann weiß man halt nicht, wie er sich entwickelt und zu welchem Menschen er wird. Deshalb versucht sie ihn davor zu beschützen, dass er stirbt. Weil dann alles wieder von vorne beginnen würde. Stell dir vor, er würde sich dann nicht mehr in sie verlieben. Das wäre krass. Weasel will come one of these days to get a painting she needs. And to hell with Lemmer. Hacker reformed, hacker buried. Oh, I'd love to see her again. And her kids. Vorsicht, gleich fängt er wieder mit Kindern an. Sei ruhig. Well, we'll talk about it later. Okay, ich werde dann im nächsten Stream auf John wechseln und mit ihm noch die Gegend erkunden. Gucken, was wir mit ihm machen können. Wir müssen ja mehr über diese Baxter erfahren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und tschüss.